Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das sexuelle Reaktionszentrum nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke zusammenfassen. Dein seelisches Reaktionszentrum entspricht der Anbindung deiner Seele an die körperlichen Kräfte. Es zeigt sich in der Art und Weise, wie du auf ungewohnte Ereignisse reagierst. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Reaktionszentren anzuschauen. Das sexuelle Reaktionszentrum ist das dritte der 7 Reaktionszentren. Es befindet sich in der Spalte der Energie 3, deswegen gehört es zur belebenden, kraftvollen und schöpferischen Grundenergie 3. Weil es auf der Aktionsebene liegt, geht es bei ihm um Aktivismus und Handlungen. Alle Archetypen der Energien 1, 2 und 3 sind weiblich und somit ist auch dieses Reaktionszentrum der weiblichen Dualität zugeordnet. Weibliche Reaktionszentren wirken etwas introvertierter und nach innen gewandter als männliche Reaktionszentren. Das sexuelle Reaktionszentrum entspricht dem Sakralchakra am Unterbauch. Die zugehörigen Drüsen sind die Keimdrüsen. Ich habe das Video auf folgende Weise gegliedert. Zunächst erläutere ich allgemeine Fakten zur sexuellen Zentrierung. Danach erkläre ich ihre Pole und ihre 4 möglichen Orientierungen. Zum Abschluss zähle ich bekannte Persönlichkeiten mit dem sexuellen Reaktionszentrum auf. Jeder Mensch besitzt 2 Reaktionszentren. Diese beiden Reaktionszentren ergeben zusammen das Reaktionsmuster. Das erste Reaktionszentrum heißt Zentrierung und das zweite Reaktionszentrum heißt Orientierung. Sie sind unterschiedlich stark ausgeprägt, und zwar in einem Verhältnis von ca. 70:30%. Deine Zentrierung beschreibt, mit welcher Energie du unmittelbar auf deine Umwelt reagierst. Beispielsweise reagiert der sexuell Zentrierte aus dem Bauch heraus und unmittelbar auf die Umwelt. Diese Energie wird dann vom ersten Reaktionszentrum Zentrierung auf das zweite Reaktionszentrum Orientierung gerichtet. Ich werde in diesem Video also zwischen einer sexuellen Zentrierung und sexuellen Orientierung unterscheiden. Zuerst zähle ich ein paar Fakten zur sexuellen Zentrierung auf. Besitzt du eine sexuelle Orientierung, wirst du dich vermutlich auch in den Schilderungen zur Zentrierung wiedererkennen. Möchtest du deine Reaktionszentren herausfinden, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Krieger oder hast du eine große Häufung der Energie 3 in deinen Seelenarchetypen, reagierst du vermutlich vermehrt aus dem sexuellen Reaktionszentrum. Es ist ja der kriegerischen Energie 3 zugeordnet. Das sexuelle Reaktionszentrum ist nicht gleichzusetzen mit sexueller Aktivität. Es ist eine Kraft, die dynamisch und handlungsfähig macht, die eine kreative Wirkung besitzt und die Neues hervorbringen kann. Deswegen kann es natürlich genital sexuell wirken. Die fundamentalen Zeugungskräfte äußern sich aber auch in anderen Bereichen, beispielsweise in gedanklichen, künstlerischen und vitalen Prozessen. Das sexuelle Reaktionszentrum wird häufig lediglich auf unbewusste Weise wahrgenommen und eingesetzt. Für viele Menschen ist es eine Einschränkung, Peinlichkeit und Bedrohung. Das sexuelle Reaktionszentrum kann durch sexuelle Aktivität eine körperliche Belebung und Aufladung der Kräfte bewirken. In unserer Gesellschaft kommt die sexuelle Zentrierung nur sehr selten vor. Menschen mit sexueller Zentrierung reagieren aus dem Bauch heraus und unmittelbar auf plötzliche Geschehnisse. Sie gehen also in Handlungen, bevor sie nachdenken und nachfühlen. Dabei werden enorme Mengen an Energie gebündelt. Diese können in ihrer Umgebung viel in Bewegung setzen und andere Menschen mit Energien und Vitalkräften aufladen. Sexuell zentrierte Menschen müssen etwas tun, sich betätigen und sich bewegen. Sie können ihre elementaren Zeugungskräfte erst dann sinnvoll nutzen, wenn sie sich selbst in den Fluss bringen. Menschen mit sexueller Zentrierung sind in der Regel stärker mit ihrem Körper in Kontakt als intellektuell und emotional zentrierte Menschen. Sie schwächen ihre Vitalkräfte, wenn sie mit Materiellem wie Körper, Geld und Nahrung auf Kriegsfuß stehen. Deswegen ist es für sie ratsam,
eine gute Beziehung zu allem Stofflichen herzustellen. Dann fühlen sie sich zufriedener, heiler und ganzer. Sexuell zentrierte Menschen zeugen und schöpfen nicht nur, sondern empfangen auch genauso. Das sexuelle Reaktionszentrum hat den Minuspol verführerisch und den Pluspol schöpferisch. Menschen im Minuspol verführerisch handeln angstgesteuert. Dabei könnten sie eine kaum kontrollierbare Triebhaftigkeit entfalten. Die körperliche Sexualität ist für sie die Voraussetzung für alle elementaren Formen der Schöpferkraft. Dieser Umstand könnte begünstigt werden durch Ängste, sich selbst auferlegte Einschränkungen und gesellschaftliche Verbote und Tabuisierungen. Möglicherweise sind sie auch gefangen in Charaktermasken und Muskelverspannungen. Menschen im Pluspol schöpferisch haben sich von ihren Ängsten befreit. Sie können sich selbst befruchten und daher aus sich selbst heraus kreieren. Deswegen besitzen sie eine kreative Wirkung und die Fähigkeit, Neues hervorzubringen. Sie können sich zu befreienden und befreiten körperlichen Ekstasen emporschwingen. Diese verleihen ihnen ein leuchtendes, hingebungsvolles und physisch integriertes Aussehen. Sie achten auf ihre Lustgefühle und ihr körperliches Wohlbefinden. Ihr Lustempfinden ist ein Indikator dafür, dass sie sich mit der sexuellen Zentrierung im Einklang befinden. Ich möchte nun die 4 möglichen Reaktionsmuster mit einer sexuellen Zentrierung schildern. Das heißt, dass ich die sexuelle Zentrierung mit den 4 möglichen Orientierungen in Verbindung setze, also sexuell emotional, sexuell intellektuell, sexuell instinktiv und sexuell motorisch. Die Orientierung eines Menschen mit sexueller Zentrierung gibt an, in welchem Bereich sich die Schöpferkräfte auswirken. Das erste Reaktionsmuster ist sexuelle Zentrierung und emotionale Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst sexuell und dann emotional. Sie handeln zunächst und fühlen danach. Hier ist die Aktivität vermehrt gedämpft, deswegen äußern sich die Lustgefühle weniger in Bewegungen und mehr in Entspannung und Wärme. Sie benötigen mehr Ruhe und Muße, um ihre Lustgefühle wahrnehmen zu können. Das zweite Reaktionsmuster ist sexuelle Zentrierung und intellektuelle Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst sexuell und dann intellektuell. Sie entfalten eine schöpferische Wirkung und im Anschluss erfolgen mentale Bewegungen. Die Menschen betrachten und errichten Gedankenstrukturen. Sie verbinden Gedanken und stellen dadurch noch nie dagewesene Vereinigungen her. So erschaffen sie Neues, Außergewöhnliches und Unerhörtes. Das erfüllt sie mit Schöpferkraft und großer Zufriedenheit. Das dritte Reaktionsmuster ist sexuelle Zentrierung und instinktive Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst sexuell und dann instinktiv. Sie entfalten eine schöpferisch-instinktive Wirkung. Leider wird im Buch Archetypen der Seele dieses Reaktionsmuster nicht genau erläutert. Ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr selten ist. Das vierte Reaktionsmuster ist sexuelle Zentrierung und motorische Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst sexuell und dann motorisch. Beide auf der Aktionsebene liegende Zentren verstärken sich gegenseitig. Die Menschen benötigen viel geistige und körperliche Aktivität. Erst danach können sie zur Ruhe kommen. Die Aktivität ist notwendig, um überhaupt körperliche Befriedigung zu empfinden. Für sie ist es sehr wichtig, sich aktiv mit dem Leben auseinanderzusetzen, in Bewegung zu kommen und auf Menschen zuzugehen. Hast du das sexuelle Reaktionszentrum oder glaubst du es zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit dem sexuellen Reaktionszentrum gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit sexueller Zentrierung sind John F. Kennedy und Marilyn Monroe. Beide hatten ein sexuell-intellektuelles Reaktionsmuster. Bekannte Persönlichkeiten mit sexueller Orientierung sind zum Beispiel Claude Monet,
Anne Frank, Mahatma Gandhi, Wolfgang Amadeus Mozart, Elvis Presley und Napoleon Bonaparte. Für mehr Informationen zu den Reaktionszentren empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike und zur Erkundung deiner Reaktionszentren das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Reaktionszentren und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und es mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Seelenlehre und Archetypen der Seele anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.